Ja, hallo liebe Filmfreunde, schönen guten Morgen oder guten Mittag ja mittlerweile. Jetzt fahren wir eine wunderschöne, ich sag mal sexy Italienerin, einen Alfa Giulia Spider aus dem Jahr 1963. Ich habe mich hier reingesetzt und habe mich gleich absolut wohl gefühlt. Der Motor läuft wirklich schön. Es ist ja ein sehr, sehr schön designter Wagen. Der ist gebaut worden von 1962 bis 1965. Heißt, Auto gibt es 4 Jahre lang. Sind also relativ wenige gebaut worden. Es sind auch leider viele verrostet von den Autos. Allzu viele gibt es davon gar nicht mehr. Und wirklich gute gibt es wenig. Und das hier ist ein wirklich gutes Auto. Der ist nämlich lückenlos dokumentiert. Der ist jetzt seit gut 20 Jahren in Deutschland. Wir haben da alle Rechnungen, alles was gemacht wurde, immer bei Alpha-Spezialisten. Und das merke ich sofort. Ich sitze drin, ich fahre los, der läuft klasse. Der hängt gut am Gas, der ruckelt nicht, der bremst wunderschön. Man sitzt da auch gut drin. Also die Sitze sind schon ein bisschen älter, aber wunderschön patiniert im Zustand. Und bei so einem Auto, der Wagen ist ja verhältnismäßig preiswert. Unser Fahrzeug, das ist so unsere Idee, 70.000 € knapp drunter. Das ist nicht viel für ein Auto, was eine wirklich schöne Farbe hat. Der ist dunkelblau, hat rotes Leder. Sei vielleicht erwähnt, das Auto ist mal mit grauer Farbe zur Welt gekommen. Ist halt eben blau, das ist jetzt nicht Matching Colors, aber das rote Leder hat er immer gehabt. Also er war eigentlich Graulederrot, jetzt ist er Blaulederrot, aber okay, so what. Das ist für Leute, die Spaß haben auf einem schönen italienischen Spider. Der hat auch genug PS, der hat 92 PS mit 4 Zylindern. Fährt er mit 175, ist ein ziemlich schnelles Auto. Und ich muss sagen, fährt für meine Begriffe wirklich modern. Also ist ein agiler, schöner kleiner Sportwagen aus den 60er Jahren. Und ich finde, er hat eine wunderschöne Form. Also mir gefällt die Giulia Spider. Hat übrigens eine 1,6 Liter Maschine. Und man ist damit super motorisiert. Es ist halt ein Auto nur für 2 Leute. Man kann da keine Kinder mitnehmen oder so. Aber ich sag mal, so als reiner Sportroadster ist der wirklich toll und mit 70.000 € bekommt man heute am Oldtimer-Markt ja gar nicht mehr so viele Autos. Aber der ist dafür hier eine super Wahl. Was mir total gut gefällt, das ist hier das Armaturenbrett mit seinen 3 Rundinstrumenten. Hier vorne Kilometer-Tacho immerhin bis 220. Da ein Tacho immer ein bisschen Vorlauf hat, also 200 Tacho kann der fahren, wenn man ihn wirklich tritt. Hier ist der Drehzahlmesser, der dreht ungefähr bis 5.500 Umdrehungen. Und hier vorne hat man das Öl, Wasser und ich habe den Blinker noch nicht zurückgemacht und Sprit. Also ein Auto, der wirklich schon fährt. Also man merkt, dass der Wagen immer gepflegt wurde. Der scheint mir in einem technisch sehr, sehr guten Zustand zu sein. Es sind auch hier die ganzen Details, sind in einem guten Zustand an dem Auto. Hier vorne könnt ihr übrigens sehen, das ist das Zeichen von Pininfarina aus Turin. Die Karosserie hat Pininfarina gemacht. Bei vielen Italienern war das ja so. War ja ein weltberühmter Karossier bis heute, der wirklich wunderschöne Formen gemacht hat. So auch diesen hier. Also macht Spaß, das Auto zu fahren, gerade bei so einem Wetter. Das Auto wiegt nicht mal eine Tonne, der wiegt gut 900 Kilo, was ja sehr, sehr wenig ist. Man braucht hier auch keine Servolenkung, der fühlt sich total leicht an. Leichtgängig, ist für Frauen auch super zu fahren. Und ich finde, das ist für eine Frau ein ganz schickes Auto. Und die Farbkonstellation dunkelblau, lederrot finde ich toll. Die ist absolut klassisch. Und was hier auffällt bei dem Auto, der zieht schön durch. Der fährt wirklich gut. Es ist ein ganz spritziges, witziges, agiles Auto. Ja, zieht herrlich den Berg hoch. Ich wundere mich auch, wie leicht und präzise der lenkt. Das fällt mir auf. Lenkt wirklich leicht und präzise und zieht ganz gut durch. Ne? Der ist richtig fix, der. Oh, richtig fix hier. Kann ihn richtig sportlich bewegen. Also das ist wirklich ein Oldtimer, der nicht teuer ist, wo man eine riesen Freude mit hat, der man sportlich fahren kann. Man sitzt so richtig schön im Wind bei dem Auto. Herrlich, macht wirklich Spaß. Macht wirklich Spaß zu fahren mit dem Wagen. Oh, geht gut, was? Geht echt gut. Ach, schönes Wetter heute wieder. Die Alpen kann man sehen. Ist zwar wieder Regen angesagt, aber das nutzen wir mal. Heute ist gar nicht so warm. Man schwitzt auch nicht im Auto. Also für so ein Wetter wie jetzt
ist das ein Auto, was man super fahren kann. Das Gute ist, bei so einem Vierzylinder kann jede Wald- und Wiesenwerkstatt reparieren. Das ist überhaupt nicht kompliziert, so ein Auto. Das Schöne bei dem, der war immer in guter Pflege und Wartung. Das ist ja nicht unbedingt immer üblich. Der ist wirklich schön gewartet und gepflegt und das ist für meine Begriffe ein schöner Wagen. Wir haben allerdings so kleine Rostproblemchen entdeckt, aber ich sag mal, das ist halt eben kein 100-Punkte restauriertes Auto, sondern der Wagen ist immer teilrestauriert worden, aber das ist schön gemacht worden. Soll ich da mal drunter fahren? Ja. Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei Cargold, hier schön auf der Wiese vor den Alpen mit unserem kleinen 1600er Giulia Spider. Hat es gegeben ab 1962. Unser Italiener ist aus dem Jahr 1963 und man merkt an dem Auto, der hat insgesamt einen guten Zustand. Ich würde mal sagen, das ist keine 1, das ist aber nicht nötig. Der fährt wirklich sehr, sehr schön, das habe ich eben schon gemerkt. Der läuft astrein. Der Chrom, schaut mal hier, das ist halt die Originalstoßstange. Die ist irgendwann mal verchromt worden. Gut, die sieht nicht hundertprozentig aus, aber dran machen muss man da gar nichts. Hat schon H4-Lampen, die Original-Chromringe sind auch schon mal verchromt worden. Hier vorne ist der wunderschöne Kühlergrill von dem Auto mit dem weltberühmten Alfa Romeo Mailand Logo. Ja, seht euch das Gesicht an, schönes Auto. Der Wagen ist auch wirklich gut lackiert worden, das kann man sehen. Er hat schöne Felgen, da ist auch schon dran gearbeitet worden. Auch im Interieur, der muss vor 20, 25 Jahren, muss der mal neues Leder bekommen haben. Schaut euch das mal an. Jetzt kann man sagen, das ist schon ein bisschen abgesessen und das ist auch schon ein bisschen hier, da muss man ein bisschen, ist halt patiniert, da muss man mal so ein bisschen vielleicht was mit Schuhcreme machen oder mit Fett, mit Lederfett. Dann sieht das ein bisschen frischer aus. Aber der Gesamtzustand von dem Auto, der ist wirklich wunderschön. Das ist ein Auto, kaufen, reinsetzen, losfahren. Und da habt ihr hundertprozentig viel Freude mit. Und wenn man sich überlegt, dass das Auto knapp 70.000 € kostet, also da habt ihr wirklich viel Auto, also habt ihr viel Auto für wirklich verhältnismäßig wenig Geld. Ihr werdet mit Sicherheit nichts daran verlieren. Wir haben eine sehr, sehr schöne Akte zu dem Auto. Der ist immer gepflegt worden, immer gewartet worden. Und das haben wir auch gemerkt. Wir haben den von dem Eigentümer abgeholt, sind in 120 Kilometer auf Autobahn hierher gefahren. Der läuft super. Und auch jetzt angesprungen, rums und er war da und es ging los. Schaut euch den mal an. Das ist ein wirklich schickes Auto. War zwar mal dunkelgrau, jetzt ist er dunkelblau. Hat aber auch schöne Flächen. Der Wagen ist wirklich in einem insgesamt guten Zustand. Und naja, man muss halt eins wissen, wenn man sich einen Oldtimer kauft, da muss man immer 2.000 oder 3.000 € in der Tasche haben, weil das Auto ist nun mal 50 oder 60 Jahre alt. Da kann immer mal was mit sein, wie beim älteren Menschen. Der ist ja auch mit 60 nicht immer unbedingt 100% gesund. Aber es ist jedenfalls kein verbasteltes und kein kaputtes Auto. Was uns aufgefallen ist, er hat vorne, das zeige ich euch gleich mal, ein kleines Rostproblem an der Haube. Kann man im Moment noch so lassen, ist auch in 3 Jahren noch gut, aber wer sagt, ich möchte eine neue Haube haben, gut, dann muss ich eine neue Haube kaufen, dann geht das. Aber so technisch und wie der insgesamt beieinander ist das ein schönes Auto. Sind übrigens 10.000 Fahrzeuge davon gebaut worden, mehr gab es nicht. Und ich sage mal, ein Drittel ist bestimmt gar nicht mehr existent. So, ich zeige euch jetzt mal, wie es unter dem Motor aussieht. Ich mache euch da ganz kurz mal die Haube auf. Hier unten ist das Hebelchen. Servus. Servus. Da. So, einmal nach hinten drücken. Das ist die Maschine. Maschine ist wie gesagt auch revidiert worden vor einigen Jahren. Also passt da genau rein. 4 Zylinder, hat 92 PS, 1,6 Liter Hubraum. Das ist alles nicht perfekt, aber es ist alles in einem guten, gebrauchsfähigen Zustand. Und was wir halt gesehen haben, guck mal hier, da oben hat er diese kleine Rostgeschichte. Und hier vorne an der Ecke auch. Also ich sage mal, sowas kann man reparieren. Ich denke, man braucht da keine neue Haube. Das kann man auch so lassen. Es ist ja, rostet ja nicht durch. Aber es ist so ein kleines, wo man sagt, naja, hier die ganzen originalen Aufkleber und die ganzen Fahrgestellnummern, das könnt ihr alles da hinten sehen. Das ist alles noch original und authentisch. Also das ist ein richtig schöner Gebrauchs-Oldtimer. Es gibt ja teilweise Autos, die sind dann wirklich nicht gut restauriert und zusammengespachtelt über Jahrzehnte. So ist der Wagen nicht hier. Der ist wirklich in einem schönen Zustand. So, passt. Hat auch schöne Spaltmaße, wie mir aufgefallen ist. Und wie gesagt, laufen tut das Auto wirklich toll. Jetzt fahren wir mal ein bisschen Feldweg mit unserem Alpha, aber er ist herrlich gefedert, also relativ weich, sage ich mal, fährt trotzdem toll geradeaus, aber es ist halt eben nicht so ein Rennwagen wie Ferrari oder Porsche. Das Auto verzeiht viel, denke ich, und den kann man überall einsetzen und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, ist echt ein sympathischer Oldtimer. Also uns ist eben gerade aufgefallen,
Wenn wir hier langfahren, die Leute sehen uns, die freuen sich richtig. Zustand, was mir auffällt, ist, wie schön der fährt und vor allen Dingen, wie handlich der Wagen ist. Ist total handlich, der schaltet sich total gut. Das ist ergonomisch sehr, sehr gut gelöst hier. Hat ein kerniges Motörchen, hört sich sportlich an. Also macht einem Freude, das Auto. Macht wirklich Freude am Fahren, das Autochen hier. Glaubt, dass man mit dem auch weite Reisen machen kann. Der Kofferraum ist ja einigermaßen groß. Ja, übrigens, das Auto kommt aus Südtirol. Trento ist ja die Grenze zum richtigen Italien, sage ich jetzt mal so. Da ist er immer gelaufen. Also wirklich ein waschechter Italiener. Ist aber seit ungefähr 25 Jahren hier in Deutschland und ist hier in deutscher Hand bei entsprechenden Spezialisten von Alfa Romeo gewartet worden. Also ich kann euch sagen, das ist ein Auto, was immer eine gute Pflege erfahren hat und das ist wichtig. Das sieht man an vielen Details, der ist nicht runtergeschunden oder so. Sind ja sehr, sehr viele dieser Alphas nicht mehr in einem ganz so guten Zustand. Aber das ist ein schönes Auto hier. Das ist wirklich ein schönes Auto. Und ich weiß aus Vergleich, wir gucken ja immer, dass wir auch preislich vernünftig liegen, gehören wir hier eher zu dem günstigen Drittel bei den Autos. Wir sind wirklich nicht teuer mit dem Wagen. Und dafür bekommt ihr wirklich einen schönen Wagen, der toll fährt. Also kann man nicht anders sagen. Läuft absolut super. Ja, macht wirklich Spaß, ne? Richtig schöner Roadster, ganz unkompliziert. Kann jeder reinsitzen, kann jeder fahren, mit Platz ist genug da drin. Das Einzige, was man vielleicht mal machen sollte, wären Gurte, die hat er glaube ich nicht. Die sollte man sich mal reinbauen, so rein aus Sicherheitsgründen. Aber ein total schöner Roadster. Und ist übrigens auch eine gute Geldanlage, das Auto. Und diese Rostkleinigkeit da vorne an der Haube, die finde ich nicht schlimm. Das sieht ja keiner. Uns ist es aufgefallen beim Haube aufmachen, aber bis das durchrostet, das dauert noch Jahre. Und selbst wenn so eine Haube kann man reparieren, das ist kein großes Kunststück. Läuft echt schön der Wagen. Schönes Wägelchen. Richtig schönes Auto. Macht mir Spaß. Ist ein Auto, da setzt man sich rein, da kann man auch mal mit Brötchen holen gehen, der ist ja nicht so teuer. Man kann mal in die Innenstadt fahren damit. Und dadurch, dass es so ein Sympathieträger ist, der wird auch nicht zerstört. Gibt ja manchmal so Vandalismus oder sowas, aber bei alten Autos haben wir das sehr, sehr selten. So. Guck mal, wie schön der durchzieht. Ein Auto, was toll beschleunigt, hat einen guten Sound. Schöner Wagen. Wirklich schönes Auto. Fährt richtig klasse. Ja, übrigens werden wir ja immer wieder, heißt es, ja, das wird jetzt alles verboten, somit von wegen Greta Thunberg und die Grünen werden gewählt. Ich sag euch mal was, das ist alles Quatsch. Ich mache das 35 Jahre, da hat schon 20 Mal hieß es, Oldtimer, geh nicht mehr, das geht alles runter. Das halte ich alles für Unsinn. Also ihr werdet das ja sehen, ich mache meinen Job auch in 20 Jahren noch, vorausgesetzt ich bin gesundheitlich neu fit, bin da mittlerweile 60 Jahre alt. Aber ich sage euch garantiert, an diesen alten Autos werden die Leute immer ihre Freude haben. Und ich sage mal, Umweltverschmutzung, die werden ja so selten gefahren, diese Autos. Das seht ihr übrigens auch an der Versicherung. Die Versicherungsprämien für solche Autos sind ganz, ganz gering, weil die Versicherung weiß, es gibt kaum Schäden, das wissen die, weil ganz, ganz wenig gefahren wird. So ein Wagen wird da vielleicht im Jahr 1000 oder 2000 Kilometer bewegt und das ist gar nichts. Wenn ich mir heute überlege, was Diesellokomotiven, was die ganzen Kreuzfahrtschiffe, was da an Schweröl in die Luft geblasen wird, da reden wir von ganz anderen Dimensionen und das bisschen Thema Auto hier, das kann man völlig vernachlässigen. Und es gibt wirkliche Fans, das könnt ihr bei uns an unseren Kommentaren ja sehr, sehr gut sehen. Es gibt so viele wirklich begeisterte Leute, die Freude haben, ja auch an unseren Filmen. Deswegen haben wir es ja auch genannt, Freude am Auto. Denn eins steht mal fest, Freude am Auto ist absolut vorhanden. Und ich glaube kaum, dass es irgendeine Regierung geben wird, die das wird verbieten können. Ich glaube nicht, dass das kommt. Das ist wieder mal alles hysterisch im Moment. Die Leute reden viel, aber ihr könnt mir glauben, es ist alles bla bla. Ich bin ganz sicher, dass wir unser Hobby noch ganz, ganz, ganz lange weiter fortführen können. In dem Zusammenhang sei mal erwähnt, dass das Geschäft seit Monaten sehr, sehr gut läuft, wie Jahre nicht. Die Leute kaufen alte Autos, sie stellen sie sich hin und sie freuen sich, in der Garage oder dann, wenn das Wetter mal gut ist, auf der Landstraße sowas genießen zu können. Dabei wird es bleiben. Also da habt ihr mein Wort, hundertprozentig, bin ich 100% sicher. Also ich bin mit dem Wagen jetzt 10 Kilometer gefahren. Ich kann euch sagen, es war echt Spaß. Ist ein Wegelchen, was total schön läuft. Man hat hier wirklich einen geringen Einsatz für viel Auto mit einer riesen Freude.
Man sitzt herrlich in der Natur, man kann das Roadster-Gefühl total genießen bei dem Auto. Also, schöner Wagen, echt ein schöner Wagen. Ich finde ja auch die italienischen Formen sind ja total gelungen. Das sind ganz elegante, feine Autos. Schaut euch mal diesen schönen, feinen Chromrahmen an, der übrigens noch in einem super Zustand ist. Das Verdeck haben wir jetzt nicht zugemacht, wozu auch bei dem Wetter. Ist alles schön in einem Zustand, da muss nichts dran gemacht werden. Hat einen Originalspiegel noch hier vorne. Der ist so ein ganz kleines bisschen angelaufen, aber dafür ist er über 50 Jahre. Das macht überhaupt nichts. Also ich wüsste im Moment nicht, was man an dem Auto hier reparieren sollte. Der zeigt sich in einem herrlichen Zustand, der hat auch eine Zulassung. Der ist von seinem jetzigen Besitzer immer benutzt worden. Die haben viel Freude gehabt mit dem Auto, haben es auch länger gehabt. Also die letzten 25 Jahre wäre der Wagen jetzt bei 2 Besitzern in 2 Händen, die ihn immer gut gepflegt haben. Na, damit müsste man ja mal, wenn das Wetter passt und wenn es nicht ganz so heiß ist, mal quer durch Italien fahren. Das wird, glaube ich, einen riesen Spaß machen mit so einem Auto. Und ihr könnt sicher sein, überall, wo die Italiener so einen Wagen sehen, sind sie schwerst begeistert. Wir sind ja bis heute noch eine absolute Autofahrernation. Deswegen gibt es da auch noch die Mille Miglia. Also da gibt es so viel Begeisterte, die Leute lassen sich das nicht nehmen. Ach, das ist alles bla bla. Und ich sage euch mal noch was, heute nur auf Elektro zu setzen, das halte ich für einen Riesenfehler. Da wird auf dem falschen Bein Juhu gesprungen. Erst schalten wir hier unsere Kernkraftwerke ab. So, wenn dann der Wind mal nicht weht oder die Sonne mal nicht scheint, dann kaufen wir uns einen Strom in Polen oder in der Tschechei oder irgendwo anders. Und dann damit fahren wir mit unseren Autos durch die Gegend. Alles vollkommen Panne, aber gut, ist nicht meine Entscheidung. Aber ich kann euch sagen, das wird es hier weitergeben. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich sehe es an der Begeisterung. Schaut mal die ganzen Kommentare unter unseren Videos, was die Leute das toll finden. Also, das wird sich keiner nehmen lassen, mache ich mir keinen Kopf. Und wenn man dann auch irgendwo einen Filter vielleicht einbauen muss, dass er noch weniger ausstößt, okay, dann kann man das auch machen. Es wird 1000 technische Lösungen dafür geben, aber irgendwas zu verbieten oder abzuschalten, das war immer der falsche Weg und das bleibt es auch. Und die ganze Hysterie, die wir hier wieder in Deutschland haben, ich kann euch mal sagen, dass wir über unsere YouTube-Filme mittlerweile 70% internationale Kunden gefunden haben, die wir früher gar nicht hatten. Und da ist die Begeisterung voll da. Die lassen sich dieses ganze politische Gerede, diese schöne Geschichte da hier nicht kaputt reden. Und das solltet ihr auch nicht tun. Ach. Übrigens, ganz interessant, der zieht gut durch und hat sogar ein 5-Gang-Getriebe. Guck mal hier, einen 5. Gang oben rechts. Also er fährt sich super. Ich glaube auch, dass der relativ sparsam ist. Ich glaube, den Wagen kann man fahren zwischen 8 und 10 Litern Benzin. Also laufen tut der Ast rein. Der überhitzt nicht und gar nichts. Schönes Auto zum Fahren. Also wirklich ein total toller Driver. Ein Auto, was echt Spaß macht. Und man kann ihn sportlich fahren. Also wirklich, die 92 PS sind ziemlich agil. Das traut man ihm gar nicht zu. Wenn man ihn sieht, denkt man, der hat 70 oder 80 PS. Da gab es übrigens danach den Veloce. Das war die stärkere Version, die ist da bis 1965 gebaut worden. Die hatte 110 PS. Die Autos kosten auch ein bisschen mehr. Aber hier die 92 PS sind vollkommen ausreichend. Es reicht vollkommen. Ja, da müssen wir auch warten. Jetzt geht's. Kommt gleich ein ICE vorbei. Ja, alle sitzen sie geschlossen in ihren Autos. Wir fahren offen und haben mit Sicherheit den meisten Spaß. Weil der macht auch Spaß, wenn man offen an der Schranke steht. Das ist ein ganz witziges Gefühl. Man sitzt hier einfach gut drin. Hat sehr schön geformte Sportsitze. Ist ein echtes Spaßmobil. Wirklich ein Spaßmobil. Kann man nicht anders sagen. Macht Spaß zu fahren. Also ihr müsst mit dem Tacho aufpassen, weil wenn da 50 steht, fährt er 70. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ist drauf zu achten. Das heißt aber jetzt nicht, dass er 250 Spitze fährt. Das tut er nicht. Ja, es passiert zwar schon oft, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen, ich habe ja immer Spaß an wirklich guten Autos, schöne Originale, das wisst ihr ja. Also wenn ihr tolle Autos habt für uns, ruft mich gerne an, habe ich immer großes Interesse dran. Wir besuchen auch, wir haben einen eigenen Außendienst, ich fahre selber über 100.000 Kilometer im Jahr. Und wer mich anruft, der lernt mich auch kennen, wenn das Auto schön und gut ist, mit einer guten Historie, kein Unfall oder so, das ist immer was für uns. Bietet mir das gerne an, da freue ich mich echt drüber.
Und umso mehr schöne Autos ihr mir anbietet, umso bessere Filme können wir machen. Also, ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, schönes Wochenende, schöne Saison, bis demnächst. Euer Stefan Luftschütz, alles Gute. Ciao.